Ein kleiner Schnitt für die Entwickler, aber ein großer Schnitt für echte Elva-Fans. Moment mal, Schnitte? Richtig, wir meinen die kleinen Lüftungsschlitze im Blech. Vertikale Ritzer oberhalb des Heckspoilers. Hier rauscht beim Modell 2016 Ladeluft durch. An diesem Gitter im Bürzel erkennt man den Unterschied zum Vorgänger, auch auf den ersten Blick. Der 911 rollt künftig ausschließlich mit Turbomaschine an den Start, gleichzeitig mit weniger Hubraum. Sie wissen schon, Downsizing, CO2-Reduktion, Verbrauch nach Fahrzyklus und so weiter. Für den 911 heißt das 3 Liter statt 3,8 Liter pro Boxerbank, je eine kleine Abgasturbine. Macht 370 PS bzw. 450 Newtonmeter Drehmoment im Grundmodell. Wir machen hier einen Vergleich, der eigentlich gar keiner ist. Denn zu unterschiedlich sind diese drei Typen hier hinter mir. Man kann die eigentlich gar nicht vergleichen. Das sind jeder für sich ganz charakterstarke Modelle. Es geht um den neuen Porsche 911, der jetzt mit einem Turbomotor kommt. Aufgeladener 3 Liter Sechszylinder. Den lassen wir so zur Einordnung mal antreten gegen den wichtigsten Vertreter dieser Gattung. Das ist der Nissan GT-R. Inzwischen 550 PS starken, echter Bolide. Und wir haben den Klassiker, sage ich mal, BMW M4 mit 431 PS, auch mit Aufladung. Die lassen wir hier auf der Strecke mal fahren. Es ist im Moment ein bisschen nass. Zum Glück haben wir gestern Abend schon die Stoppuhr laufen lassen. Da war die Strecke noch trocken. Ergebnis verrate ich aber noch nicht. Das BMW M4 Coupé setzt wie der Porsche auf einen 3 Liter Sechszylinder mit 2 Ladern, der es auf 431 PS bringt. Und bei aller Eleganz eines Coupés, dieser BMW hat etwas Stirnackiges, Enthemmtes, beinahe etwas Gewalttätiges. Breite Backen, mächtige Schürzen, reichlich Luftlöcher zur Kühlung von Ladeluft, Motor, Bremsen und Getriebe. Der M4, ein echter Kerl? Der M4 macht ganz klar die sportliche Limousine in diesem Vergleich, ist nicht wirklich Sportwagen, hat aber einen bärenstarken Motor, einen starken Antrieb und eine schöne Tradition. Wird seit 86 gebaut, ist die 5. Generation. 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe ist hervorragend auf den reinen Sechszylinder Biturbo eingerichtet. Die Abstimmungen passen, die sehen, der Motor selber dreht sauber aus, bis 7.500 Umdrehungen, ist also fast wie ein Saugmotor zu sehen. Sobald der 3 Liter Reihensechser seine extra Portion Kraftfutter aus dem Turbodruck bekommt, braucht er Führung, denn das Heck geht gern mal seine eigenen Wege. Klarer Nachteil des M4 ist, dass er mit seiner schieren Kraft nicht weiß, wo er hin soll. Also man muss schon das Gaspedal nicht behutsam, aber vernünftig bedienen. Ansonsten ist ein starkes Übersteuern des Autos nicht zu vermeiden. Also so wie er von außen aussieht, gibt er sich auch. Er hat wirklich Kraft ohne Ende. Zerren die versammelten 550 Newtonmeter Drehmoment an den Hinterreifen, entsteht statt Vortrieb oft nur blauer Rauch. Quasi an jedem Kurvenausgang muss die elektrische Stabilitätskontrolle korrigieren, um den Wagen nicht vollends aus der Spur driften zu lassen. Trotz seiner fast 100 PS mehr zum 911er kann sich der M4 im Sprint nicht durchsetzen. Der 11er mit 4 Sekunden auf 100 und der M4 mit 4,3 hat leider das Nachsehen. Am Ende stehen 1 Minute 33,60 auf der Stoppuhr. Kein Ruhmesblatt für einen Hochkaräter dieser Marke. Der Nissan GT-R zeigt eindrucksvoll, ich mach Tempo, sonst nix. Entsprechend verzichtet der Nissan auch auf künstliche Soundeinlagen. Eine nennenswerte Federung, die strammsten Sportschalensitze oder gar allerneueste Multimedia-Vernetzung. Seine Verbindung mit der Welt stellt er über breite Gummis her. Den Rest erledigen der brachiale Biturbo V6 und der variable Allradantrieb. Mit seinen 3,8 Liter Hubraum, dem V6-Motor, dem Transaxelgetriebe, dem Allradantrieb und mit diesen 1000 Knöpfen und
Uhren hier ist der GTR natürlich ein super Sportwagen. 550 PS, unter 3 Sekunden soll er eigentlich auf 100 gehen oder genau 3 Sekunden, was er bei uns nicht ganz erreicht, aber das Ding ist trotzdem einfach so sauschnell. Wenn du an der Ampel startest, dann bist du schon an der nächsten Ampel, stehst du wieder, bevor die Kollegen hinter dir überhaupt losfahren. Schlupf kennt der GTR nur vom Hörensagen. Seitenführung reißt erst da ab, wo die meisten Sportwagen nicht mal mehr wimmern können. Das Transaxelgetriebe, was ja auf der Hinterachse liegt, arbeitet wunderbar mit dem Motor zusammen. Du hast hier über die Schaltpaddeln, kannst du rauf und runter schalten, dass es die wahre Freude ist. Noch schöner wäre es allerdings, wenn die am Lenkrad fest wären, weil in der Kurve, wenn du in der Kurve schalten willst, dann musst du immer kurz überlegen, ja, auf welcher Seite muss ich jetzt rauf oder runter schalten. Das Transaxelgetriebe hat hier den Vorteil, dass das Gewicht vom Motor mit dem Gewicht des Getriebes sozusagen ausgeglichen wird. Wir haben also eine 50-50% nahezu Gewichtsverteilung. Das ist für einen Rennwagen sehr wichtig. Und der GTR ist ohne Frage ein richtiger Supersportler. Der Motor klatscht sein feinstes Drehmoment auf den Asphalt, wie der Schlachter das Rippenstück auf den Holzklotz. Herrlich ungehobelt das alles, doch enorm effizient. Nach 1:31:91 faucht der Japaner über die Ziellinie. Der GTR ist wirklich sauschnell, wenn es darum geht, geradeaus zu fahren. In der Kurve schiebt er allerdings relativ früh über die Vorderräder und er schiebt dann so nach außen hin, fast über alle Viere, und er reagiert überhaupt nicht auf Versuche des Fahrers, einen Lastwechsel zu provozieren. Das heißt, wenn ich vom Gas gehe mit einem Sportwagen, so wie er eigentlich ideal sein sollte, dann müsste er sich so ein bisschen in die Kurve einstellen, dass ich besser um die Kurve rumkomme. Das macht er leider überhaupt nicht. Er schiebt stur geradeaus, immer nur geradeaus. Nun also immer Turbo. Okay, konzentrieren wir uns darauf. Schließlich ist der Rest vom Elver nach wie vor waschecht. Hinterradantrieb, Feinstlenkung, 6er Boxer, ein telepathisch schnelles Doppelkupplungsgetriebe. Also Aufladung, wo versteckst du dich? Ist sie zu hören? Nur bei ganz langsamer Fahrt bei mittlerer Portion Gas. Dann pfeift es dezent von Achtern. Zu sehen? Die kleinen Schlitze verraten die Technik. Ansonsten müsste man schon unter seinen Heckbalkon kriechen, um Turbine oder Ladedruckregelung zu entdecken. Zu spüren? Ja doch, wenn auch in Maßen. Ja, der ist ein sehr glatt gekämmter 911, meiner Meinung nach. Sehr ordentlich gemacht, ein schnelles Auto, ein Sportwagen immer noch. Er klingt auch noch gut. Aber es ist nichts, finde ich, herausragend. Das ist jetzt nicht der Klang, der hängen bleibt. Es ist nicht das super scharfe Hochdrehzahlkonzept, was man von Porsche erwartet. Das ist alles schon ein bisschen gemäßigter über den Turbo. Aber nach wie vor schnell, sauber, sicher zu fahren, faszinierend natürlich. Die Einzigartigkeit der Säge im Heck, das pochende Inferno bei Touren kurz vor dem Begrenzer sind in weite Ferne gerückt. Ebenso das explosive Aufnehmen von Tempo nach dem Tritt aufs Gas. Wir haben zum Beispiel bei der Beschleunigung recht gute Werte und man sieht, dass der BMW, der ja so einen kleinen Traktionsnachteil hat, da wirklich Schwierigkeiten hat, obwohl der deutlich mehr Leistung hat. Also Porsche setzt das, was hier zur Verfügung steht, das ist ja der Basismotor mit 370 PS, das ist ja auch eine ganze Menge, setzt Porsche super um. Also da gibt es nichts zu meckern. Was Neues an dem Auto, ich habe jetzt hier zum Beispiel eine Verstellung, die unter anderem auf Motormanagement und Getriebesteuerung und so weiter zurückgreift. Da muss ich nur einen anderen Modus drehen oder, ganz lustig, ich habe so eine Art Vorwahl, das nennt sich, hört man auch, schaltet sofort hoch. Ich stelle ihn sozusagen für eine kurze Zeit scharf, wenn ich mal überholen will. Und dann läuft hier so eine kleine Uhr, die das dann runtertickt. Ganz nett gemacht. Die schon fast unheimlich präzisen standfesten Bremsen, die Keramikscheiben für 8.509 € sowie die enorme Traktion helfen dem 911 bei Kampf um Zehntel.
Ja, wir haben vorhin auch untereinander diskutiert und haben so gesagt, das fehlt dann irgendwo, da ist so ein Stück Watte zwischen Fuß und Gaspedal. Das trifft es ganz gut. Da ist was Weiches drin, was nicht wirklich stört, aber wo ich merke zum Vorgänger mit dem alten Saugmotor, der dieses direkte Aggressive auch oft hatte, dass da so ein leichter Filter drüber liegt. Der hat ein ganz sehr sattes Drehmoment, das auch früh kommt, und wenn man die Kurve angucken würde, das wäre über einen weiten Bereich gestreut, das ist wunderbar zu fahren, aber ein Beispiel am Ortsausgang, 4. Gang, ich roll raus, dann hat er diese kleine Verzögerung, die ich finde, die so im Auto irgendwie nicht gut steht. Es ist ein typischer Turbo, wenn auch nicht so brachial wie zum Beispiel hier der Nissan in diesem Feld. Unsere Contidrom-Testrunde umrundet der Porsche in 1:32,47. Der Nissan mit 180 PS mehr ist zwar schneller, aber die Rundenzeit spricht für das Porsche-Fahrwerk. Sehr sauber lässt er sich führen. Keine Lastwechselzicken stören die Linie. Richtungswechsel pariert der 911 mit großer Sorgfalt. Ja, wir haben uns ein bisschen ausgetauscht, wir haben auch die Autos durchgetauscht, wir sind schnell gefahren, wir sind quer gefahren, wir sind zum Schluss gekommen, dass alle Typen ziemlich bei sich in einem eigenen Charakter gut sind. Ich für meinen Fall bevorzuge den Porsche. Das ist ein echter 911er, keine Frage. Der hat über den Turbo für meine Begriffe ein bisschen verloren. Er ist sehr gekämmt, sehr glatt. Es ist so ein bisschen, ich will nicht sagen synthetisch, aber etwas zu fein geworden für meinen Geschmack. Aber nach wie vor ist das ein unheimlich schnelles und faszinierendes Auto. Der 11er gehört wie gehabt zu den schnellsten Typen überhaupt. Er bleibt sich optisch treu, büßt durch den Turbo aber ein wenig seines wilden Charakters ein. Der M4 ist ein BMW, wie er im Buche steht. Vorn ein Reihensechser, hinten reichlich Leistung und gern mal Querverkehr. Für Könner ein großer Spaß. Und der Nissan? Den kernig-kantigen GTR treibt sein kompromissloses Wesen zu Bestzeiten. Genau das macht einen Sportwagen aus. 2016 kommt das Facelift. Wir freuen uns drauf.